Moin Moin Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Bevor das Video startet, möchte ich noch eine kleine Information loswerden. Und zwar hat Holy eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht. Vielleicht weiß das der ein oder andere von euch da draußen schon. Und zwar gibt es jetzt die Milchshakes, ja, und zwar gibt es einmal hier die Variante in Vanilla, dann haben wir einmal die Sorte Banane und dann haben wir auch einmal noch die Sorte Haselnuss. Ich kann euch sagen, die sind wirklich extrem lecker. Gerade Vanille ist mein absoluter Favorite von den dreien. Trinke ich ultra gerne. Mixt ihr ganz normal mit Milch an. Ja, das Ganze ist allerdings nicht hundertprozentig zuckerfrei wie die anderen Sorten von Holy, die anderen Produktlinien. Aber man kann es trotzdem mit gutem Gewissen auf jeden Fall trinken. 0,5 Gramm Zucker auf 300 Milliliter. Ihr mixt das mit 300 und nicht mit 500 Milliliter an und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall gönnen und schmecken lassen. Für die Milchshake-Konnoisseure unter euch sehr gerne mal ausprobieren. Es gibt auch die 10er-Boxen, Probierpakete, könnt ihr auch sehr gerne mal austesten. Natürlich spart ihr mit dem Code DORZA5 auf euren Einkauf 5 Euro oder mit dem Code DORZA 10%, so wie immer. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Probiert das Ganze sehr gerne mal aus. Unglaublich lecker, wirklich. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf EU 17, denn dort gibt es wirklich krasse Neuigkeiten zu verkünden. Und zwar hatten wir ja letztes Mal gerade schon auf die stärksten Paladine der Welt momentan gerade geschaut, wie Turor gerade alle am Überholen ist mit seinem Paladin auf dem neuen Server, obwohl ein paar Tage vorher schon der Paladin auf alten Servern released worden ist. Und ja, jetzt ist es kürzlich passiert, dass Turor wirklich alle, also man kann wirklich sagen, alle Rekorde eingestellt hat, die es bisher so gab zum Serverstart. Es ist wirklich krass. Ja, es gehört natürlich auch ein großer Pilzeinsatz dazu. Das steht natürlich ganz außer Frage, ne? Aber ja, dass es immer wieder nochmal neue Rekorde gibt und nochmal einer oben drauf gesetzt werden kann und nochmal fast schon undenkbar schlagbarer Rekord nochmal eingestellt wird, das zeigt mir immer wieder auf, dass es halt eben, ja, sky's the limit, dass es eben irgendwie immer weitergeht. Und ja, Turor hat viele Rekorde mit diesem Paladin eingestellt und ja, die möchte ich euch einmal alle vortragen. Und zwar haben wir hier Turor broke the record of the fastest Night Hall 15 with any class, also die schnellste Ritterhalle hatte er jetzt hier und es hat ihn 8 Tage nur gebraucht, diese zu bewerkstelligen. Der vorherige Rekord lag bei 9 Tagen. Dann der nächste Rekord. Turor hat den Rekord gebrochen für die schnellste Festung auf Stufe 20. Ja, das hat ihn auch 8 Tage gebraucht. Und der vorherige Rekord war bei 18 Tagen. Ja, also um 10 Tage das Ganze hier einfach mal unterboten, würde ich mal so sagen. Also das ist wirklich schon absolut krass. Dann der nächste Rekord, und zwar die Ritterhalle auf Stufe 20 zu ziehen, hat ihn auch 8 Tage gebraucht. Ja, also genauso lange wie auf 15. Im gleichen Atemzug hat er die auch am selben Tag auf Stufe 20 gebracht. Ja, der vorherige Rekord war hier bei 23 Tagen. Also das ist wirklich schon verdammt krass. Dann der nächste Rekord. Turor hat den Rekord gebrochen mit der schnellsten Mine auf Stufe 20. Es hat ihn auch 8 Tage gebraucht. Ihr seht schon, da gibt es auf jeden Fall Parallelen irgendwie, ne? Da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Und hier war auch der vorherige Rekord bei 29 Tagen. Das ist ja schon wirklich sehr verrückt, aber es geht noch weiter. Und zwar hat Turor auch den Rekord gebrochen mit mit der schnellsten Stufe 300 als Paladin. Ja, ist dann auch quasi mit gleich der erste Rekord, weil der Paladin natürlich jetzt
draußen ist, und die Rekorde werden immer mit dem Serverstart getrackt. Also es werden keine Rekorde genommen, die auf alten Servern so gemacht werden, ne, sondern es wird immer von einem Serverstart ausgehend diese Tage dann gezählt. Ne? Und damit haben wir auch den nächsten Rekord, und zwar Turor hatte es damit auch geschafft als Paladin, mit jeder Klasse, also er hat damit nicht nur mit dem Paladin, sondern den schnellsten 300er-Rekord überall, also mit jeder Klasse gebrochen. Das heißt, er ist jetzt momentan der am schnellsten Stufe 300 erreicht hatte. Vorher war das Renovate gewesen mit 9 Tagen, ist jetzt hier Turor mit 8 Tagen. Und das ist wirklich schon sehr, sehr krass. Und dann hat Misuk hier auch noch einen Rekord gemacht, ja, auch mit dem Paladin, und hat in 8 Tagen Jack the Hammerer auf jeden Fall geschlagen. GZ auch an der Stelle, ne? Aber das ist schon verdammt krass, ja. Ich habe hier auch nochmal die Rekordliste für euch. Da seht ihr hier Turor eingetragen, und zwar hier einmal die Level, ja. Dann haben wir hier die Namen der Spieler, die Rekorde momentan gerade halten, und hier haben wir auch nochmal die alten Rekordhalter und deren Tage. Genau, und da sehen wir halt eben hier Turor mit jeder Klasse Stufe 300 gebrochen. Ja, es ist wirklich schon sehr, 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 sehr eindrucksvoll, muss man einfach so sagen. Diese Rekorde mit diesen 8 Tagen kommt natürlich nicht von ungefähr, denn wir haben natürlich hier auf EU17 den Serverstart gehabt, und nächste Woche, also als der Serverstart war, eine Woche darauf, kam ja dann schon der legendäre Dungeon. Ja, und der legendäre Dungeon, der hat natürlich einiges dazu beigetragen, dass Turor diese ganzen Rekorde auch aufstellen konnte, so wie er es jetzt halt gemacht hatte, weil er natürlich in der Lage dazu gewesen ist, den legendären Dungeon, so gut es geht, natürlich zu melken, und er wird einiges an Ressourcenruns gemacht haben, heißt, er wird sehr, sehr viel Holz und Steine gefarmt haben, um halt eben die Festung auch so extrem schnell ausbauen zu können. Mir wurde schon gesagt, dass er mittlerweile auf jeden Fall auch schon eine Mine über Stufe 50 hat, und es ist tatsächlich auch nichts Ungewöhnliches, dass, wenn der LD da ist, dass nach 1-2 Tagen tatsächlich Spieler die Mine auch schon auf Stufe 100 oder so durchskippen, wenn sie halt eben genug Runs machen, um sich die nötigen Ressourcen halt eben auch zu beschaffen. Ja, und das hatte jetzt Turor eben auch dazu verholfen, so viele Runs zu machen mit dem Paladin, dass er halt eben diese Rekorde jetzt aufgestellt hat, und die wahrscheinlich jetzt erstmal so schnell keiner mehr brechen wird, ne? Weil Shakespeare Fidget hatte ja auch so gesagt, dass ein Serverstart nicht simultan zu einem legendären Dungeon-Start startet. Ja, das war ja jetzt auch so circa gewesen. Es war halt jetzt eine Woche versetzt, ja, aber nicht direkt zu einem Serverstart, dass da ein LD quasi gleichzeitig startet. Da hatte SF gesagt, das wird wohl nicht passieren. Es kam aber wirklich, oder es kommt sehr, 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 sehr selten, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht vor, dass ein Server startet und dann nächste Woche schon direkt der LD dann da am Start ist. Und das kann natürlich dann halt eben diese Konstellation kann eben ausgenutzt werden, und das hatte Turor in dem Fall hier eben auch gemacht. Und ich bin gespannt, wann da auf jeden Fall wieder der nächste Rekord eingestellt werden sollte. Denn nach jedem Rekord, der aufgestellt wird, denke ich mir so, okay, krass, das kann doch jetzt gar nicht mehr unterboten werden. Und doch, was soll ich euch sagen, es wird trotzdem immer noch mal einer draufgelegt. Irgendwie schaffen es trotzdem immer wieder Leute, diese Rekorde jedes Mal zu brechen, und ich frage mich jedes Mal, okay, krass, also was soll noch kommen, ne? Was soll noch kommen? Genau, wir wissen ja, dass Turor jemand ist, der auf jeden Fall Spaß dran hat, Serverstarts zu pushen, Rekorde sich zu holen, Rekorde aufzustellen, und hat da auf jeden Fall definitiv Spaß dran,
die ersten paar Tage oder Wochen auf einem Server zu dominieren. Wir wissen aber auch von Turor, dass er halt eben ein Spieler ist, der wahrscheinlich auch nicht langfristig weiter auf diesem Server spielen wird. Also für alle Leute, die auf dem Server auch spielen sollten und denken, oh nein, den werde ich ja nie im Leben einholen, macht euch keine Sorgen. Es gibt genug Spieler auf jeden Fall, die den Serverstart nutzen, um dort rein zu pushen, weil die halt eben daran Spaß haben, ja, schnell im Level aufzusteigen und dann halt eben aufhören, weil das Late Game nichts für diese Spieler ist. Ja, sowohl als auch kann man halt eben, ja, es gibt auf jeden Fall immer viel Kritik, ne? Aber man muss halt eben beide Seiten, finde ich, akzeptieren. Es gibt die Server-Startspieler, die da Bock drauf haben, rein zu pushen die ersten Tage und dann wieder im Nirgendwo verschwinden. Die blasen dann eine Menge Geld ins Game rein, was das Game dann finanziert, so, und hauen dann irgendwann wieder ab nach einem Monat oder so. Und dann gibt es halt eben die langfristigen Spieler, die zwar wahrscheinlich nicht so hart reinpushen, wie es ein Turor macht, aber dann halt eben über die Zeit hinweg dann doch stärker werden als ein Turor auf dem Server, weil sie halt eben das Durchhaltevermögen haben, um einen Account halt eben längerfristig zu spielen und halt eben an der Spielweise Spaß haben. Nicht an diesem Pushen, sondern halt eben dieses kontinuierliche Durchziehen mit Disziplin und Ausdauer und dann halt eben über die Jahre hinweg sich so langsam einen Platz nach oben ergrinden. Und das ist, ich kann auf jeden Fall beide Seiten verstehen, muss ich sagen. Sowohl als auch. Die eine Seite ist natürlich sehr, sehr teuer und da muss man auch auf jeden Fall das nötige Kleingeld dafür haben, weil so ein Serverstart auf dem Niveau zu spielen, wie es zum Beispiel ein Turor macht, das geht auf jeden Fall in den fünfstelligen Euro-Betrag, würde ich mal so sagen. Ne? Deswegen, das ist da in dem Ausmaße nichts Ungewöhnliches mehr. Ne? Und ja, keine Ahnung, schätze, ich weiß nicht, wie viel er jetzt mittlerweile an LD-Runs gemacht hat, aber wenn das auf jeden Fall so weitergeht, dann könnte es sogar sein, dass er bald in den vierstelligen Bereich kommt. Mit den Ultimate Runs geht es ja dann doch immer noch mal ein bisschen schneller, auf jeden Fall. Und ja, deswegen könnte es gut sein. Vielleicht sehen wir hier und da noch mal einen Screenshot irgendwo auftauchen. Das wäre auf jeden Fall mal sehr cool. Wenn man da sowas sieht, dann werde ich euch das auf jeden Fall dann auch noch mal mitunter zeigen, falls ich da auf irgendwas aufmerksam werde. Ne? Und ja, ich finde das sehr, 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 sehr interessant zu beobachten, ne? Wie die Spieler jedes Mal aufs Neue dann doch so heftig eskalieren. Ne? Ja, aber das erstmal dazu. Das soll es erstmal für das heutige Video soweit gewesen sein. Wir werden auch noch auf dem Paladin ein bisschen reinpushen. Und zwar hatte ich noch vor mir auf dem Account hier noch die ganzen legendären Gegenstände zu holen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, oh mein Gott, Alter, wie lucky, schon ein Lechy-Stein. Ja, nice. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut sehr gerne auf Twitch vorbei. Ich denke mal, ich werde am Sonntag nachmittags irgendwann streamen. Ich glaube, Sonntag um 20 Uhr schließt der LD. Bis dahin müssen wir dann schon alle Sachen gefunden haben. Das heißt, wir werden vorher auf jeden Fall streamen. Und da werde ich hier auf EU17 dann nochmal ein paar Runs machen. Bisschen Dungeon pushen. Ich denke mal, da wird auch einiges gehen dann mit dem neuen Equipment. Und jo, da freue ich mich auf jeden Fall dann sehr drauf. Ne, wie gesagt, schaut gerne auf Twitch vorbei, lasst dann ein Follow da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, dann werden wir da auch auf dem Server noch ein bisschen eskalieren. Ne? Okay, aber das erstmal soweit dazu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.